Das hier ist der T800 und so wie er präsentiert wird, hat das chinesische Unternehmen dahinter diesen Namen nicht zufälligerweise identisch mit dem T800 aus dem Film Terminator gewählt. Aber aus China kommen immer mehr Videos, die humanoide Roboter als auch vierbeinige Modelle präsentieren, bestückt mit Gewehren, Flammenwerfern, Raketenwerfern und Granatwerfern, die bereits jetzt schon auf einfachen Fingerwink hin selbstständig agieren und feindliche Stellung einnehmen können sollen. Hinzu kommen futuristische 125 Kilogramm schwere Roboterkugeln, die bei der Polizei Verbrecher mittels Reizgas und Fangnetzen stellen sollen, schwimmen und durch tiefen Matsch rollen können und nahezu unzerstörbar sind. Und auch erste amerikanische Firmen entwickeln konkret humanoide Roboter für den militärischen Einsatz, deren Modelle bereits in der Ukraine getestet wurden. Doch zwischen diesen beeindruckenden Clips und der Realität auf dem Schlachtfeld herrscht eine gigantische Lücke. Wir klären heute daher, wie viel davon Propaganda und Marketing ist, was technisch tatsächlich heute schon möglich ist und wo die Entwicklung hingehen wird. Und damit willkommen in der Robosphäre. Jens hier, los geht's. Status Quo, die TikTok-Invasion. Neben vielen Firmen, die humanoide Roboter für zivile Einsatzzwecke speziell in der Industrie entwickeln, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch Firmen gibt, die explizit humanoide Roboter für den Militäreinsatz konzipieren und entwickeln. Hinzu kommt, dass gerade in diesem Bereich ein Dual-Use eigentlich extrem einfach möglich ist. Dazu aber später mehr. Und da die Roboter immer beeindruckendere Fähigkeiten haben, präsentieren die Firma diese natürlich auch in entsprechenden Videoclips auf TikTok und Co. Gerade einmal 16 Jahre ist es her, dass die ersten Vorläufermodelle von Atlas gerade so laufen und bei seitlichen Stößen ihr Gewicht selbstständig austarieren konnten. Inzwischen können aber nahezu alle Roboter Saltos machen, sich sehr flüssig bewegen und sogar schneller rennen als die meisten Menschen. Nahezu täglich feiert irgendeine der weltweit über 100 Firmen, die an humanoiden Robotern arbeiten und forschen, irgendeinen bedeutenden Durchbruch, irgendeine neue Fähigkeit oder irgendwas anderes. Und um zwischen all diesen Neuigkeiten überhaupt noch aufzufallen, wird natürlich mit extrem gutem Videoschnitt und teilweise auch mit KI-generierten Videos nachgeholfen. Diese sind sogar inzwischen so gut, dass es teilweise manchmal schwerfällt, hier echt von unecht zu unterscheiden. Um also besser einordnen und beurteilen zu können, ob ein Video echt ist, müssen wir uns mal anschauen, was die Roboter tatsächlich schon können. Reality Check, Propaganda oder Fortschritt? Der T800 wird in den Videos als mannshoher Polizeiroboter vermarktet, der ähnlich wie Robocop Verbrecher bekämpfen und jagen können soll. In der Realität ist er mit 1,73 Meter ungefähr genauso groß wie ein durchschnittlicher chinesischer Mann. Zusätzlich mit geschickter Kameraführung von leicht unten wirkt er natürlich im Vergleich zu den umstehenden Menschen etwas größer sogar. In Deutschland hingegen beträgt die durchschnittliche Größe von Männern ungefähr 1,80 Meter. Da wirkt ein 1,73 Meter großer Roboter schon gar nicht mehr so imposant. Hinzu kommt, dass man in einigen Aufnahmen eindeutig sieht, dass der T800 noch per Controller gesteuert wird. Das heißt, im aktuellen Zustand kann er wahrscheinlich nicht mal eine Straße selbstständig entlanglaufen, geschweige denn Hindernissen ausweichen und erst recht keine Person verfolgen oder festnehmen. Von echter Einsatzbereitschaft ist dieser Roboter zumindest also noch meilenweit entfernt. Was genau ihm dafür aber alles fehlt, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Die amerikanische Firma Foundation entwickelt mit ihrem Robotermodell Phantom MK1 ganz gezielt einen humanoiden Roboter, wo sie auch ganz klar angeben, dass der für militärische Zwecke entwickelt wird. Dies zeigen sie zwar auch in Videos, allerdings kann man hier zum Beispiel sehr, sehr einfach und deutlich erkennen, dass diese KI generiert sind. Aber von diesem Roboter sollen sogar schon 2 Stück in der Ukraine an der Front eingesetzt worden sein und getestet worden sein. Allerdings auch nach eigenen Aussagen zur Unterstützung der Aufklärung an der Front und nicht für den direkten Kriegs- oder Kampfeinsatz. Deutlich spektakulärer wirkt da diese 125 Kilogramm schwere rollende Kampfkugel Rotonbot RTG der aus China stammenden Firma Logon Technology.
Sie wird als autonomer Jäger für den Polizeieinsatz beworben, der von 0 auf 35 km/h in 2,5 Sekunden beschleunigen kann. Sie ist wasserdicht, schutz- und explosionsgeschützt, kann einem Druck von 4 Tonnen standhalten, ist ausgestattet mit Fangnetzen, Reizgas und Schallwaffen, klingt unbesiegbar oder in der Realität trifft dieses Konzept aber auf knallharte physikalische Grenzen. Da die Kugel absolut starr gebaut ist, besitzt sie keinerlei Federung. Jeder Schlag oder jedes Schlagloch gehen ungefiltert in die empfindliche Elektronik. Außerdem Steigungen über 15%, Treppen oder auch nur eine einzige normale hohe Bordsteinkante sind für eine solche rollende Kugel ein unüberwindbares Hindernis und jeder Verbrecher könnte einfach fliehen. Und durch das massive Gewicht von 125 Kilogramm wirkt die Kugel wie ein extrem träges Gyroskop. Je schneller sie sogar rollt, desto schwerer kann sie die Richtung wechseln. Auf unebenen Wegen eiert das System deshalb völlig instabil umher. Und, Überraschung, auch diese Kugel wird von einem Operator per Controller gesteuert. Bleiben noch die Humanoiden mit Gewehren und die vierbeinigen Roboter mit Raketenwerfern und Co. Und letzteres ist tatsächlich das realistischste Szenario in meinen Augen. Gerade die neuesten Modelle von Unitree wie der A2, die können nämlich bis zu 25 Kilogramm Zuladung, also zum Beispiel schwerere Waffensysteme, über Stunden und weite Entfernungen transportieren. China spricht hier vom sogenannten Wolfpack, also einem Wolfsrudel aus Robotern, bei dem jedes einzelne Mitglied eine feste Aufgabe hat. Die Aufklärer klären die Umgebung mit LiDAR- und Infrarotsensoren auf, um ein 3D-Lagebild zum Beispiel in Echtzeit an die menschlichen Soldaten zu streamen oder um Feinde zu identifizieren. Die Angreifer sind mit entsprechenden Waffensystemen bestückt und bekämpfen die Ziele. Und die Logistiker sichern den Nachschub und transportieren Munition, Vorräte und Akkus. Im Verbund mit echten Soldaten und zusätzlich noch Drohnen ist das in meinen Augen das realistischste Szenario für den Einsatz von Robotern im militärischen Sinne. Doch auch hier zeigt der Reality-Check, dass in den gezeigten Filmchen die Roboter aktuell noch von einem menschlichen Operator mit Controllern gesteuert werden. Sie können aktuell vielleicht schon feste Strecken autonom laufen, aber für einen echten, unvorhersehbaren Kampfeinsatz braucht es noch wesentlich mehr, denn das hier gezeigte ist nur der Anfang. Für einen echten autonomen Kriegseinsatz fehlt diesen Robotern, also allen, noch das Wichtigste, nämlich ein Gehirn. Und das bringt uns zu der eigentlich wichtigsten und entscheidenden Frage: Wenn diese Roboter aktuell noch so unfertig sind und per Controller gesteuert werden müssen, warum investiert China dann Milliarden in diese Technologie? Die Antwort ist ebenso faszinierend wie beängstigend und hat nichts mit Science Fiction zu tun, sondern mit knallharten biologischen Fakten. Der wahre Grund, warum China Nummer 1 in der Robotik werden muss: China hat ein riesiges Demografieproblem, denn durch die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik bricht dem Land einfach der Nachwuchs weg. Während die Bevölkerung rasant altert und auch Pflege braucht, schrumpfen dadurch auch die verfügbaren Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt. Laut offiziellen Daten fehlen in der Hightech-Produktion heute schon bis zu 30 Millionen Fachkräfte und das ist erst der Anfang. Prognosen der UN zeigen nämlich, dass in China bis zum Jahre 2050 etwa 1/4 aller Arbeitskräfte fehlen wird. Das sind 200 Millionen Arbeitskräfte, die einfach weg sind und fehlen. Aber bereits um das Jahr 2035 wird der Kipppunkt erwartet. Wenn China bis dahin nicht massiv mit irgendwelchen Maßnahmen gegensteuert, ist das System zum Kollaps verurteilt. Genau deswegen lautet das radikale Startziel bis 2035, dass humanoide Roboter so autark werden müssen, dass sogenannte Dark Factories zum industriellen Standard werden. Fabriken also, die ohne Menschen und ohne Licht rund um die Uhr produzieren können. Erste Pilotprojekte oder tatsächlich Firmen gibt es bereits in der Smartphone- und in der Autoindustrie. Hier kommt aber der geopolitische Plot-Twist. Das trojanische Pferd, Industriestandards und das Militär.
In China gibt es keine echte Trennung zwischen Industrie und Militär. Jede Fabrik, jede Software, jedes Produkt muss gesetzlich verpflichtend so designt sein, dass es dual-use-fähig, also auch im Extremfall fürs Militär 1:1 eingesetzt werden kann. Wenn China es schafft, jährlich Millionen von Humanoiden und anderen Robotern vom Band laufen zu lassen, die dual-use-fähig sind, kann man sie auch durch ein ganz einfaches Software-Upgrade zum Beispiel direkt 1:1 auch fürs Militär verwenden. Im Grunde ist das auch eine extrem sinnvolle und gute Strategie, die jedoch auch einige Probleme bereiten kann. Denn wenn zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein bestimmter Standard von oben vom Staat, also festgeschrieben wird, sich später aber herausstellt, dass diese Technologie oder dieser Standard weder technologisch noch wirtschaftlich eigentlich die beste Idee oder die beste Wahl war, dann ist eine spätere Änderung nahezu unmöglich oder zumindest extrem teuer. Nichtsdestotrotz, Produktionskapazitäten im Millionenbereich für Humanoide und auch alle anderen Roboter, die 1:1 auch militärisch genutzt werden können, ist auf jeden Fall eine gigantische militärische Macht. Die Autonomielüge, warum vollautonom so schwer ist. Wenn wir die beeindruckenden Videos aus China oder den USA auf TikTok und Co. sehen, dann könnte man meinen, dass die Roboter im Prinzip schon nahezu einsatzbereit sind. Aber die aktuelle Situation in der Ukraine, die täuscht. Dass dort Drohnen und Roboter per Satellit, per Funkverbindung und alle möglichen gesteuert werden können, ist ja ein Spezialfall. In zukünftigen Konflikten wird das nicht mehr so ohne weiteres möglich sein, denn sowohl Satellitenverbindungen, auch Funkverbindungen und so weiter, die werden sicherlich aktiv von allen Seiten gestört werden. Und auch so eine Glasfasertrommel, die hat halt ein bestimmtes Gewicht und dementsprechend eine maximale Reichweite. Die Konsequenz daraus ist, dass sich Roboter in naher Zukunft im Prinzip zu 100% autark und autonom bewegen und ihr Ziel verfolgen und abarbeiten können müssen. Und genau hier kann das kleinste Problem zu einer Katastrophe führen, wenn nämlich zum Beispiel die Freund-Feind-Erkennung nicht zuverlässig funktioniert. Eine Industrieumgebung, also eine Fabrik, das ist ein kontrolliertes Umfeld mit nahezu immer den gleichen Licht- und Witterungsbedingungen und auch den gleichen Wegen und Maschinen. Die echte Welt und vor allen Dingen das Schlachtfeld hingegen sind das komplette Gegenteil, die sind das pure Chaos. Es brennt, Rauch versperrt die Sicht der Kameras, Trümmer verändern sich permanent und versperren den Weg. Es ist matschig, rutschig, es regnet und. Es sind unendlich verschiedene Variationen, die hier auftreten können. Habt ihr in diesem Zusammenhang schon mal vom Moravecks Paradoxon gehört? Es besagt, dass viele Dinge wie mathematische und logische Berechnungen, die für uns Menschen relativ schwer sind, für Computer im Prinzip relativ einfach sind. Im Gegensatz dazu sind viele Dinge, die für uns total easy sind, die wir quasi aus dem Unterbewusstsein heraus machen, für Roboter extrem kompliziert und sehr, sehr rechenaufwendig sind. Wenn wir zum Beispiel über die verschiedensten Untergründe, über Schutt und sonstige Sachen gehen oder auch irgendeinen Gegenstand aus dem Matsch identifizieren und greifen wollen oder so, da denken wir nicht groß drüber nach, wir erkennen es und greifen es einfach. Für einen Roboter oder eine KI ist es eine gigantische Rechenaufgabe und eine Meisterleistung, das zu bewältigen. Und dieses Paradoxon, das gilt nach wie vor. Einsatzgebiete, wo Roboter heute wirklich schon helfen können. Richten wir den Blick von Science Fiction weg und in die reale Praxis. Wo helfen Roboter im Sicherheits- und Militärbereich heute wirklich schon? Fangen wir bei den Humanoiden an und hier ist die bittere Wahrheit, dass im Grunde alle Videos nur gut gemachte Show sind. In China gibt es aber bereits Polizeiroboter, die an Straßenkreuzungen helfen, den Verkehr zu regeln. Das sieht in den Videos auf TikTok mehr oder weniger spektakulär aus, ist aber im Grunde reine Symbolpolitik. Denn einen Arm zu heben, um Autos anzuhalten, erfordert kein hochentwickeltes Robotersystem. Das ist reines Marketing für die Bevölkerung.
Im echten Sicherheitsdienst oder bei der Polizei ist der Nutzwert von humanoiden Robotern heute noch nahezu null. Ganz anders sieht es bei den vierbeinigen Modellen von Boston Dynamics oder auch den robusten Industriemodellen von Unitree aus, denn die haben ihren festen Platz im zivilen Sicherheitsbereich bereits gefunden. Sie laufen nachts völlig autonom Patrouille auf riesigen Fabrikgeländen oder in Chemiewerken oder auch anderen Werken. Bestückt mit zum Beispiel Wärmebildkameras und Gassensoren laufen sie stundenlang feste Routen ab. Entdecken sie ein Feuer, ein Gasleck, einen Eindringling oder irgendetwas anderes, funken sie sofort die menschliche Einsatzzentrale an. Sie ersetzen keinen Wachmann, aber sie sind als Ergänzung die perfekte mobile Alarmanlage. Und auf dem Schlachtfeld, die brutale Realität im Ukraine-Krieg, die zeigt, dass humanoide Roboter dort zumindest aktuell noch überhaupt keine Rolle spielen. Wenn am Boden automatisiert wird, dann nicht auf zwei Beinen, sondern auf Rädern oder auf Ketten. Denn sogenannte UGVs, also unbemannte Bodenfahrzeuge, sind die wahren Arbeitstiere an der Front. Diese ferngesteuerten Mini-Roboter bergen Zivilisten und Verwundete aus der Gefahrenzone, verlegen teilweise Minen oder transportieren schweren Nachschub durch den tiefsten Schlamm, teilweise bis direkt in die Schützengräben. Sie sind billig, robust und retten Menschenleben. Und das Wichtigste, sie können relativ einfach direkt im Feld repariert werden. Fazit: Wann kommt der echte Terminator? Stellt sich am Ende die alles entscheidende Frage, wann werden autonom agierende Kampfroboter auf dem Schlachtfeld zur Normalität werden? Egal ob humanoid, vierbeinig oder wie auch immer. Die Drohnen- und KI-Softwareentwicklung beim Militär in der Ukraine, die schreiten rasant voran. Wir sehen bereits Drohnen, die mittels KI völlig autonom Ziele identifizieren, in zivil, militärisch oder Hochwertziele identifizieren und unterteilen können und sogar die verwundbarste Stelle automatisch erkennen und anvisieren können, und das völlig ohne Zutun eines Menschen. Doch während eine fliegende Drohne im dreidimensionalen Raum im Grunde keinerlei Hindernisse hat, kämpft ein zweibeiniger humanoider Roboter am Boden mit den verschiedensten Problemen. Aktuelle Modelle können vereinfacht gesagt eigentlich gerade mal so die Balance halten, aber im militärischen Einsatz müssen sie erstmal das ganze Raumverständnis meistern. Sie müssen im tiefen Raum auch Freund von Feind unterscheiden können und mit den Händen und Fingern die verschiedensten Waffensysteme bedienen können. Und am allerwichtigsten, bei Ausfall eben der Funkverbindung, müssen sie das alles autonom, also völlig autark, selbstständig weiter tun können und trotzdem die richtigen Entscheidungen treffen. Denn abseits einer klar definierten Fabrik, auf dem Schlachtfeld, im Wald, Häuserkampf zwischen Trümmern und Ruinen gibt es unendlich viele unvorhersehbare Hindernisse und Herausforderungen, die einer KI nicht im Vorfeld trainiert werden können. All das sind lösbare Probleme und zukünftige KI-Modelle werden das auch sicherlich irgendwann schaffen können. Doch selbst wenn die Systeme in ein paar Jahren soweit sind, bleibt ein brutales wirtschaftliches Problem, denn ein humanoider Roboter, der ist ein relativ großes und recht teures Ziel, was zudem auch noch extrem gut zu sehen und zu identifizieren ist. Die Roboter, die werden sicherlich auch in Zukunft noch wesentlich intelligenter und schneller werden und können sicherlich auch schneller zielen und schießen als jeder Mensch. Davon gehe ich mal aus. Aber welche Chance hat selbst solch ein hochgezüchteter humanoider Roboter gegen einen Schwarm aus, sagen wir, 50 billigen Kamikaze-Drohnen, die mit 150 km/h wirklich aus allen Himmelsrichtungen, von der Seite, von oben und auf ihn einstürzen? Null. Was glaubt ihr? Wie viele Jahre wird es noch dauern, bis wir echte humanoide Roboter-Soldaten im Einsatz sehen werden? Oder werden humanoide Roboter im aktuellen modernen Drohnenkrieg überhaupt jemals Sinn machen? Ich bin gespannt auf eure Kommentare und die Diskussion. Und hier oben habe ich jetzt ein Video für euch noch, welche humanoiden Roboter ich erst kürzlich auf der Hannover Messe 2026 so entdeckt habe.